Heute möchte ich einmal mit dir darüber sprechen, was du eigentlich weggeben sollst, wenn du ein Newsletter hast, der auf deine Seite eingebaut ist und du jetzt Leute dazu bringen willst, sich in deinen Newsletter einzutragen. Man gibt immer eine Kleinigkeit weg. Das habe ich ja gestern schon gesagt. Du hast irgendein Freebie, irgendeine Kleinigkeit, einen Grund dafür, warum jemand seine E-Mail-Adresse herausgeben soll, um sich in deinen Newsletter einzuschreiben. Und der beste Grund, warum das so ist, wenn du mir etwas gibst, was mich interessiert. So, sagen wir einmal, nehmen wir mal das Beispiel, du bist ein Koch. Was für Rezepte könntest du geben, die Leute interessieren, die auch Sachen von dir kaufen wollen, damit sie sich in deinen Newsletter eintragen? Bitte nicht fürchterlich kompliziert überdenken. Bitte nicht denken, oh mein Gott, was soll ich nur geben? Ich habe doch nichts und ich weiß auch gar nichts und was immer ich auch geben will, ist nicht genug, zu wenig oder nicht das Richtige. Vergiss das alles. Eine Kleinigkeit ist völlig in Ordnung. Wenn jemand, zum Beispiel, wenn du ein Koch bist und du gibst ein paar gesunde Rezepte für Frühstück, würde ich mich sogar eintragen, weil ich weiß nie, was ich zum Frühstück essen soll. Und es wäre doch eigentlich perfekt, von jemandem, der sein Handwerk versteht, ein paar Rezepte zu haben, was ich mir zum Frühstück machen kann. Oder gib mir ein Rezept für ein gesundes Abendessen oder sowas. Also du siehst, es sind verschiedene Ansätze, aber dieselbe Sache. Du wirst nicht nur Leute kontaktieren, die sich für Abendessen interessieren, weil die zwangsläufig auch frühstücken. Also das passt dann schon wieder zusammen. Ne? Aber dennoch, wenn du mich in einer bestimmten Situation erwischt, bin ich vielleicht eher geneigt, mich einzutragen, weil du mir gerade ein Abendessen anbietest, als wenn du mir gerade ein Frühstück anbietest. Du kannst aber auch dein Equipment auflisten in einem kleinen Heft, in einem PDF, kannst du dein Equipment auflisten, was du benutzt, um richtig tolle Gerichte zu kochen. Auch das ist gefragt und auch da mögen die Leute gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen. Also hier brauchst du gar nicht scheu sein, du kannst ganz verschiedene Freebies weggeben und machen, was immer dein Herz begehrt. Ne? So kleine Anregungen, warum jemand sich in deinen Newsletter einträgt. Und das Schöne ist, bis 2000 Einschreiber, wie ich gestern schon sagte, ist das bei Mailchimp völlig kostenlos. Es gibt also gar keinen Grund, dass du da jetzt mit innehältst und ja, kann ich ja irgendwann mal machen. Nein, mach es nicht irgendwann, mach es jetzt sofort. Registriert euch auf Mailchimp, erstell dein Newsletter, erstell dein Freebie, erstell mehrere Freebies und versuche damit so viele Leute wie möglich zu erreichen, weil wir werden natürlich auch noch die Freebies bewerben. Das ist das, was du als allererstes bewirbst. Du nimmst deine Freebies, packst die auf die verschiedenen Plattformen und holst damit Menschen auf deine Webseite, die sich deine Produkte oder nicht nur deine Produkte, sondern erstmal vielleicht nur dein Newsletter-Freebie ansehen können und sich so davon überzeugen können, dass du genau der Richtige bist. Und in diesem Sinne, geh zu Mailchimp, erstell deine Freebies und wir sehen uns morgen.